Die Begrifflichkeiten im Rahmen der Kinderwunschbehandlung sind teilweise sehr verwirrend. So wird die ganze künstliche Befruchtung, was immer künstlich da bedeutet, aber diese ganze künstliche Befruchtung wird als IVF bezeichnet in Deutschland. Und dann sagt man, man macht eine IVF und dabei kann man eine IVF machen und eine ICSI. Und das bringt dann alle völlig durcheinander. Was ist nun letztendlich das Geheimnis hinter diesen verwirrenden Begriffen? Erstmal der Überbegriff IVF wird im Englischen als Artificial Reproductive Technique bezeichnet, was ich persönlich viel, viel besser finde, weil es einfach nichts anderes sagt wie künstliche Befruchtung. Darunter gibt es dann die zwei Gruppen IVF und ICSI. Für sie bedeutet das erstmal, ändert sich bei beiden gar nichts. Denn die Stimulation, also das medikamentöse Stimulieren des Follikelwachstums ist bei beiden das Gleiche, die Eizellgewinnung ist das Gleiche und letztendlich ist der einzige Unterschied dann im Labor. Und hier geht es darum, wie bringe ich das Spermium in die Eizelle. Bei der IVF nehme ich die gewonnene Eizelle und lege sie in einen See von Spermien und die Spermien dringen selber, beziehungsweise ein Spermium dringt dann selber in die Eizelle ein. Bei der ICSI, welche wir meistens machen, wenn die Spermienbeweglichkeit nicht gut ist oder die Spermienanzahl nicht ausreicht, dort bringen die Laboranten die Zelle aktiv mittels einer kleinen Nadel in die Eizelle ein. Letztendlich beimpft man eine Eizelle mit einem Spermium. Und das ist auch schon alles. Das ist der Unterschied zwischen IVF, In-vitro-Fertilisation, also im Gläschen erfolgt das Zusammenbringen von Spermium und Eizelle und im ICSI intrazytoplasmatische Spermieninjektion. Dort bringe ich einfach ein Spermium mit einer Nadel in die Eizelle ein. Das war alles.